Moin Leiflü, willkommen zurück bei mir, Radbot Kathmandu, Parakuchi, wie heißen wir nochmal? Pachakuti, so, und unserem Nepalreich. Wir planen diese Session hoffentlich das Spiel zu gewinnen. Gleichzeitig will ich aber eigentlich auch noch einen ganzen Haufen dieser lustigen Sherpa bauen. Und vielleicht das Rote Fort. Natürlich weiterhin die Frage, warum wir das Rote Fort hier bauen. Hier ist alles nicht so der beste Spot. Hier sind die guten Terrassenfelder. Wir vielleicht auch nicht unbedingt zwingend loswerden. Um da irgendwelche Städte zu bauen. Hier ist das Bodhna Stupa. Das heißt, hier wäre natürlich noch ein ganz schöner Spot eigentlich. Dann bauen wir das da mal hin. Die Stadt auch gleich vergrößern und hier die Tongrube nehmen. Wir haben hier einen neuen Sherpa, der noch einen Berg beanspruchen muss. Ich den jetzt beanspruche. Der gehört zu keinem meiner Reiche. 1, 2, 3. Der kann auch nicht dazu gehören. Der auch nicht. Ah. Gehört der jetzt zu dieser Stadt? Oder zu der anderen? Oder zu keiner? Man weiß es nicht. Hier ist Expeditionsbasis. Das ist nicht das, was wir suchen. Okay, das ist hier also nicht drin. An Nudrapura. Da jetzt natürlich ein paar von. Hier jetzt nicht die Gebäude abklappern, sondern Hochlandkraftwerke. Da ist eins. Da ist eins. Da ist eins. Okay, das gehört dann zu Keim. Keim ist natürlich auch nicht so viel wert. Nur automatisieren, dann gehen wir zu dem Ding. Hier, du kannst meinetwegen diesen Berg hier bekraftwerken. Du baust da mal dein Kraftwerk. Du gehst erkunden. Wir werden so viele Erkunder haben. Schreiend nahm ich sie. Von dort fiel ich wieder zurück. Den Gulfos entdeckt. Auch schön. Den kann ich noch nicht. Mykene. Wir haben einen Meilenstein abgeschlossen. Achso, weil wir hier ein Artefakt ausgebuddelt haben. Ja, logisch. Ich musste gerade kurz überlegen, wo wir hier eigentlich gerade uns thematisch befinden, in welchem Zeitalter. Aber ja, wir wollen hier große Werke haben. Friedrich Schief ist Faschist. Besser zu sterben, als ein Feigling zu sein. Einheiten schließen Befestigung eine Runde ab, wenn sie an Berge grenzen. Und Kampfstärke für alle an Berggelände für die grenzenden Einheiten. Auch halb spannend, sag ich mal. Das ist halb spannend. Wollen wir da jetzt noch ein paar Bauernhöfe draus machen? Warum denn nicht? Naturgeschichte. Damit wir ein bisschen mehr zu buddeln haben. Und dieses Labor. Eine Militärakademie. Warum nicht hier oder hier? Ja, baust ruhig dahin. Jetzt auch noch ganz schön viel bauen, aber als erstes brauchst du mal einen Krämer. 23 Nahrung ist schon eine Aussage. Die dahin, ja, bau die dahin.
24 Nahrung ist übrigens auch eine Aussage. Na gut. Da wollen wir es vielleicht nicht unbedingt haben. Gibt es 21 auf einem leeren Feld, ist in Ordnung. Hier haben wir den Soldaten bekommen, der kann Soldatensachen machen. Jetzt habe ich hier einen herrenlosen Erkunder. Der könnte allerdings direkt mal theoretisch hier hochgehen. Zu dem Naturwunder, das wir gerade entdeckt haben, weil die können wir ja auch gleich buddeln. Hier nochmal ein Sherpa, der kann rumlaufen. Migrant in Kathmandu. Kathmandu können wir nichts mehr machen mit Bevölkerung, kann ja bald nicht glauben. Wir haben hier einen Kürassier, der kann sich dieser Armee anschließen. Wir haben hier den Sherpa, der kann hier ein Hochlandkraftwerk bauen. Alle Berge werden verkraftwerkt. Überquere das Meer wie ein Achso, Vogel. Sichtweite für Erkunde gibt es auch noch. Wurde Jerusalem Und nicht Bahnhöfe, inklusive bessere Einheiten. Auch immer gut. Hier gibt es 500 Kultur, hier gibt es nochmal 500 Kultur. Und Verbündeter befindet sich im Krieg. Da helfen wir dem Verbündeten natürlich. Gegen Herrn Rizal. Spricht auch nichts gegen eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. So, hier müssen wir jetzt... Wir müssen nicht Funkwesen erforschen. Verbrennungsmotor ist allerdings eine ganz gute Sache. Hier das Eremitage. Ja, das ist natürlich alles gut. Nehmen wir mal einen Bahnhof. Ach, natürlich in die Terrassenfelder rein, aber das nützt dann wohl leider nichts. Noch Stadt vergrößern. Hier den Berg kannst du noch abbauen. Berge bringen ja ganz ordentlich was, sage ich mal. 18 Nahrungcreme. Hier. Das finde ich nicht so gut. 16,1 finde ich, glaube ich, besser. Wir können die Stadt hier vergrößern, allerdings keine Felder mehr akquirieren. Dann geht da die Leute hin. Konkurrierende Wunder. Na. Aber nicht schön. Okay, 3 Runden noch. Können wir irgendwas tun, um das zu beschleunigen? 31er Crema bauen. Und hier einen 27er Crema hinsetzen. Na, das will ich jetzt alles mal erstmal abwarten. Jetzt noch einen Sherpa bauen, der hier nächste Runde so ein Kraftwerk hinfläzt. Ansonsten ist das halt wie es ist, ne? Könnten noch einen Händler, also hier jetzt nicht, aber grundsätzlich könnten wir noch einen Händler kaufen. Oder 2 oder 3. Wir verkaufen, ganz bewusst. Denn wir können ja Ressourcen erhandeln, mit denen wir dann besser produzieren können. Hier, Hitachi ist noch froh über Migranten. Dann sollen Hitachi die alle kriegen, aber ich dachte eigentlich, Alabama könnte auch noch welche gebrauchen, oder ich glaube. Das Denken überlassen wir den Pferden, die haben die größeren Köpfe. Güterkrieg gegen José Rizal. Ich weiß nicht mehr, wo du wohnst. Aber wo du den Krieg haben willst. Himiko hat mir jetzt auch den Krieg erklärt. Wenn sie das unbedingt möchte, kann sie das ja tun. Ich meine, die darf bei mir immer jeder tun, wie er das möchte. Den will ich haben. Oder haben wir den schon? Alabama. Dann kriegst du ein paar Sägewerke. Passt schon, denke ich. Du, mein Liebes.
Städtchen, in dem ich gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kinde. Ist einfach so ein bisschen Kram. Oh, Wüstenbatterie. Kommandanten erhalten doppelte Erfahrung. Fernkampf für Belagerungseinheiten. Partisanenlandeinheit. Kampfstärke für Infanterie, Kavallerie, Marineeinheiten. Ein Siedlungslimit. Nehmen wir also erstes mal das Siedlungslimit. So, hier haben wir noch Wissenschaft. Kostenlose Technologie. Dann rushen wir durch den Technologiebaum. Aktion für Minen- und Holzfäller. Kampfstärke für Infanterieeinheiten. Big Timbers wird mal mein Freund. Da können wir noch ein bisschen... Also Militärstadtstaaten können wir echt noch ein paar gebrauchen. Sag ich mal so. Aha, achso, wir haben keinen Einfluss, um noch eins zu machen, das ist okay. Hier nehmen wir mal Wissenschaft, weil Kultur kriegen wir eigentlich ziemlich viel. Plus 50% Einfluss für den Beginn von Unterfangen. Aber plus 20%, weil wir sicherlich nicht am wenigsten Siedlung haben. Option für Überbauen. Goldene Zufriedenheit. Berggelände verändern plus 4 Kulturen in eurer Hauptstadt und Berge plus 2 Kulturen in anderen Siedlungen. Gut, dann rushen wir halt noch ein bisschen mehr Kultur. Weil die Berggeländefelder haben wir ja sowieso peu à peu mal alle. Ihr seid aber auch ein glückliches Völkchen, ne? Mein lieber Scholli. 8,6 dahin. Schrotmühle bauen wir mal. Okay, warte, wir müssen jetzt erstmal... Muss man eine ganze Menge bauen, muss ich sagen. Eine Eisenhütte. Dahin zum Beispiel. Noch einen Sherpa erfunden. Du hast so viele Berge, du brauchst echt noch einen ganzen Haufen Sherpas. Oder du kannst noch einen ganzen Haufen Sherpas gebrauchen, sagen wir es mal so. Wir haben gar nicht so viele Leute, mit denen wir noch handeln können. Dann waren die Händler vielleicht doch gar nicht so sinnvoll. Irgendwie gedacht, wir hätten noch mehr offene Handelsrouten. Könnt ihr jetzt wieder den Händler hier auswählen. Danke. Das ist doch gut. Da haben wir nochmal 10% Produktion für den Bau von Wundern. Das kann ja nicht schlecht sein. Ja, ich kann jetzt da einen Handelsweg hinbauen. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wird das sowieso niemals... Wenn wir sowieso keine Freunde bleiben. Aber dann bauen wir hier halt noch ein paar Straßen durch die Welt. Von hier nach da zum Beispiel. Okay. Du kannst keine Straße bauen. Du überspringst mal eine Runde, damit wir nächste Runde mit Harriet Tubman Abkommen machen können. Die Erinnerung Hoffentlich. jemandem zu Füßen. Wir haben hier mal wieder ein Artefakt gefunden. Wir können eine Stadt vergrößern. Hier gibt es Produktion. Produktion finden wir gut. Wir können hier eine Stadt vergrößern. Hier brauchen wir erstmal das Dingchen. Politische Theorie, Sozialpolitikblatt. Wir schalten die Ideologiebäume frei. Wir können dann noch ein Wunder bauen, wenn wir wollen. Eremitage. 5% Kultur, die für Siedlungen, die ein großes Werk ausgestellt haben. Das wäre ja hier gar nicht mal so verkehrt, sag ich mal. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Und hier können wir theoretisch... Weil hier haben wir schon was. Okay, die sind beide zeitlos. Zeitlos hat diese Lagerräume
Häuser, Gebäude, die zeitlos sind etc., die haben halt den, in Anführungsstrichen, Nachteil, dass die keine Boni durch Wunder und sowas kriegen, also durch angrenzende Wunder. Deswegen gucke ich gerade so ein bisschen, welchen wir wohin setzen können. Oder wo wir die Wunder am besten platzieren können, weil die vor allen Dingen für ihre Nachbarschaftsboni gerade benutze. Weniger für das, was das Wunder an sich tut. Oh, du kannst auch noch ein paar Schärfer bauen. Wir haben 4 Nahrung, 4 Zufriedenheit. Wer braucht denn von euch noch Zufriedenheit? Du bist äußerst unzufrieden. Wäre ich allerdings auch, wenn meine halbe Stadt in Schutt und Asche lege. Bin ich ehrlich. Aber aus dem machen wir jetzt trotzdem keine Stadt. Ich denke, wir haben 7000 Gold, ne? Wir werden jetzt sicher noch irgendwo eine Stadt bauen können. Ah, du bist schon eine. Du bist auch schon eine. Du bist keine. Ich glaube, du wirst auch erstmal keine. Du bist eine, du bist eine, du wirst auch erstmal keine. Da waren wir schon. Du? Ja, mal gucken. So, du. Du bist auf jeden Fall nochmal eine Stadt. Wundert mich, dass du noch keine bist, um ehrlich zu sein. Ja, Ressourcenzuweisung. Können wir uns die mal schenken. Wir bauen hier weiter diese lustigen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die beiden brauchen wir noch. Das heißt, du brauchst noch einen Sherpa. So, das hier dieses Naturwunder, deswegen können wir da Artefakte abgrasen. So, genau. Upman, wir wollen bessere Handelsbeziehungen mit dir. Lass mich das nicht bereuen. Hier, Sus. Was das? Nehmen wir doch mit. Viel Zufriedenheit, viel Produktion. Ist hier noch irgendwie unzufrieden? Naja, aber die Appalachen sind nicht mega zufrieden. Die können mal die Produktion nehmen. So, du bist sehr, sehr unzufrieden. Mahandra Parvata, wieso bist du denn so unglücklich? Uiuiuiuiui. Dann brauchst du erstmal ein Kaufhaus. Können da Leute shoppen gehen. Das macht einen bestimmten Teil der Bevölkerung jedenfalls glücklich. Das ist auch schon mal gut. Ansonsten hast du aber auch nichts, was dich hier zufriedener macht. Ich weiß nicht, ob dich ein Hafen glücklich macht. Leg's einfach mal ein. Dann müssen wir mal wieder schauen, wie wir das mit dir machen. Ihr, meine Lieben, die bis hierhin geguckt haben, Die Welt ist der Ort, den wir als lauschen jetzt dem Roten vor. indem wir in ihr sterben. Ihr könnt mal sagen, was wir als nächstes versuchen wollen. Ich denke, eine Ziff-Runde mache ich noch. Dann können wir uns vielleicht auch mal neuen Spielen widmen. Civ 7 ist ja nicht so hoch gehypt. Macht natürlich das mit den Viewern ein bisschen weniger. Andererseits, ich weiß nicht, warum das Spiel nicht so gut ankommt. Ich habe echt viel Spaß. Also wirklich wahr. Ich finde es total cool. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Da kann man sich ganz vortrefflich drüber streiten oder es auch einfach lassen. Ich präferiere dann meistens dann doch das Lassen. Aber schreibt doch gerne mal rein, wenn ihr irgendeine coole Idee habt oder irgendwas gesehen habt, was ihr cool finden könntet oder so. Ich bin da zu mehr oder weniger allen Schandtaten bereit. Weiß ich auch nicht, wohin damit. Nee. Nee. Nee.
wir es dahin, wo schon eine Sägemühle drin ist. Du wolltest mehr Sherpas bauen eigentlich, ne? Na, du baust mal einen Bahnhof. Auf diesem Bauernhof. Können nämlich hier die Stadt wieder schön vergrößern. Ist das rote Vor abgeschlossen, ne? Ja. Sherpa hast du auch alle schon bekommen, dann bau halt ein Labor. Ist nicht der logische Rückschluss, aber... Oder bau hier ein Opernhaus hin. Wäre, glaube ich, noch besser. Moment mal, du bist ja fertig, ne? Du hast hier überall schon so ein Ding. Spitzenmäßig. 1, 2, 3. Dahin. Und Schäper werden ertränkt. Auch nicht so optimal. Das ist das letzte Kraftwerk, was Mobilian bekommt. Hier, du kannst hier mal graben. Auch eigentlich hier nochmal Monaco. Auch noch neu aufgetaucht. Oyo. Okay, du gehörst zu Subman, da brauche ich nicht mehr beigehen. Aber Hamadan, ne? Du bist, glaube ich, doch nochmal eine Stadt. Hier können wir dann nämlich Eisen können wir auch hinbauen, so ist nicht, aber hier können wir dann ein Museum platzieren und von hier auch noch ein paar von den Entdeckern spawnen. Die wir ja auf kurz oder lang auf jeden Fall brauchen werden. Wenn wir so ein bisschen hier den Pfad, Kulturpfad, das ist halt der einfachste, ne? Deswegen mache ich den irgendwie immer. Aber die habe ich auch eigentlich alle schon abgeschlossen, so ist nicht. Der seine Politik an seine Zeit anpasst, Das brauchen wir, glaube ich, eventuell. Aus der Zeit gefallen. Plus 10% für den Bau von Wundern. Okay. Wir bauen schon alle möglichen Wunder. Hier gibt's nix. Auch gut. Nix nehmen wir. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir werden wollen. Erstmal werden wir, glaube ich... Ich weiß nicht, was sind unsere Freunde denn? Was bist denn du? Noch gar nichts. Bürokratische Monarchie. Sollte man das jetzt nicht irgendwie eigentlich sehen, was die Leute sind? Hier sieht man das, glaube ich, auch, ne? Ideologie, Demokrat. Du hast noch keine. Du hast noch keine. Du bist Kommunist. Dann wären wir wohl Kommunisten, weil das unser wichtigster Verbündeter ist. Zwei Kulturspezialisten, aber höherer und Malus und Wissenschaftsspezialisten. Nehmen wir mehr Einfluss fürs Erste. Dann kommen diese Spezialistengeschichten. Ich fürchte, du hast es hinter dir. So, Istanbul wollten wir eigentlich mal erobern, ne? Sind da mal ein paar Einheiten. Dann könnten wir mal versuchen, Istanbul zu erobern. Wir haben einen Migranten bekommen in Alabama. Alabama, du kannst ein... Hier können wir noch 4, 5. Okay, wir brauchen hier noch einen Berg voll Sherpa. Alabama, du bist gar keine Stadt. Warum sagst du denn nichts? Du warst doch früher mal hier meine Glanzstadt. Ah, wir haben einen Sherpa verloren.
Auch nicht gut, aber lässt sich wohl nicht so ganz ändern. Kann eine Stadt vergrößern. Uiuiui. So eine große Stadt. Naja, geht so. Technologie Massenproduktion. Gibt uns die Fabrik. Gibt uns die Luftwaffe. Mal die bisschen Produktion als erstes. Kommen aus dem ganzen Gebau auch nicht mehr unbedingt raus. Du kannst auch noch eine ganze Armee voll Sherpas beschäftigen. Wo ist das denn? 13,4. Guck mal. Hook hier. Das wird immer nicht so. Ich baue die einfach ein paar Sherpas. Rusko, du darfst auch am Wunder der Sherpa teilhaben. Räumen wir immer mal wieder so ein, ne? Ich habe jetzt keine Lust, da jetzt genau zu gucken, wer wie viele hat. Das genau durchzuplanen, das müssen wir auch irgendwo aufschreiben, um ehrlich zu sein. Aber so peu à peu können wir das mal machen. Wir nehmen, glaube ich, erst Nahrung und Zufriedenheit raus für die Spezialisten und machen die dann kostenintensiver, sage ich mal. Ja, du kannst hier buddeln. Was kann das Ding eigentlich? Steinkultur und Produktion für angrenzende Landgeländefelder. Und gibt Süßwasser. Okay, das ist für den Anfang echt nicht schlecht. Ja, spiele ich eigentlich auf Gottheit? Dass hier so weit entfernte Artefakte einfach noch liegen? Bin irritiert. So, wir müssen uns hier noch wieder neue Freunde suchen. Das haben wir alles schon. Moson Kani. Das ist nochmal ein Wirtschaftsteil, den haben wir noch gar nicht. Die Gemeinde vergrößern wir. Mit einem Bauernhof. Opernhaus gibt uns nochmal ein bisschen mehr Einfluss. Opernhaus gibt uns nochmal ein bisschen mehr Einfluss. Museum gibt es auch mehr Einfluss. Museum gibt uns auch mehr Einfluss. 7,3 ist so eine akzeptable Geschichte. Wie gesagt, das Opernhaus gibt noch mehr Einfluss. So, wir haben noch Labore offen. Ja, die sollten wir auch noch bauen. Der Gemeindefokus ist hier verfügbar. Fokussiere dich darauf, hier einen Bahnhof zu bauen und dann werde mal erstmal eine Knotenpunktstadt. Dass eventuell immer keine Stadt mehr bist. Hier bauen wir die lustigen Dinge. Du kannst zum Beispiel 4 Stück noch haben. Du kannst ja jede Runde mal einen davon kaufen. Du kannst noch 5 Stück haben. Also noch 4. Du hier ja auch jede Runde mal einen erstmal kaufen. Ich meine, das ist 3 Kultur. Ich glaube, das ist ein großer Teil dieser Kultur, die wir oben überhaupt machen. Kommt von den Berggeländefeldern. Die bringen so schon mal 3 und 8 Hämmer. Jede Leidenschaft grenzt ja ans Chaos. Die sammlerische aber an das der Erinnerungen. Schön, oder? Eremitage. Nicht hübsch. Aller Länder, vereinigt euch. Ja, Karl Marx hat gesprochen. Eine Bevölkerung von 125 in allen Siedlungen. Okay, das haben wir schon geschafft. Wissenschaft, 2000 Gold, ein Punkt für den Vermächtnisweg vom Typ Ideologie. Wir nehmen mal Wissenschaft. Wir haben Diplomatie-Attribut bekommen. Kultur
Kriegen das. Wir nehmen, glaube ich, den Sozialpolitikplatz. So, und wir kriegen jetzt natürlich jedes Mal. Dann nehmen wir auch Kultur für. Oder nehmen Freilichtmuseum. Freilichtmuseum mit 5 Kultur plus 2 Wirtschaft für jedes angrenzende Tropengeländefeld, plus 2 Kultur für jedes angrenzende Tundra-Geländefeld, plus 2 Gold für jedes angrenzende Wüstengeländefeld. Ah, dann nehmen wir das hier. Bereitwillig. 1633. Wir nehmen das, damit wir nächste Runde das hoffentlich kriegen können. Das sind 12% auf alle Erträge, weil wir 4 Allianzen haben. Das würde sich schon lohnen. Nahrung in allen Städten. Und hier auch das Siedlungslimit reduzieren. Und dafür das Spezialistenlimit erhöhen, das ist auch okay. Und 2 Wissenschaftspunkte haben wir auch noch. Zufriedenheit und Gold. Das eine ist für Spezialisten. Und 2% Wissenschaft für die Erforschung von Technologiemeisterungen. Wissenschaft für Viertel. Eine Wissenschaft für die zugewiesene Ressource. Wobei man in der Moderne wirklich nicht mehr so viele Ressourcen hat, ne? Ich meine, gut, wenn wir die Fabriken und sowas bauen, dann können wir die ganzen Fabrikressourcen irgendwo reinschmeißen. Dann geht das auch. Aber bis dahin geht das halt nicht. So, wir haben das Ding noch. Plus 5 Kultur und plus 5 Gold für jeden Stadtstaat. Muss auf unwegsamem Gelände gebaut werden. Ja gut, dann muss das Terrassenfeld da halt weichen. Ist dann eben mal so. Na gut, steht an denen nur geschrieben, dass wir es ausgerechnet hier bauen müssen eigentlich. Aber 1, 2, 3, die beiden können noch geschärpert werden. Ich will noch irgendwas bauen, was die Produktion gibt. Ne, wir haben gerade nur Sachen, die viel Gold bringen. Stadtpark, Kaufhaus, ganze Kokolores. Brauche erstmal eine Militärakademie. Wir haben einen Sozialpolitikplatz verfügbar. Viel Nahrung durch Spezialisten. Das ist natürlich genau unser Ding. Wir wollen ja viel Nahrung wie möglich. Das ist ein Feldgeschütz. Gut. Schütze nach Kathmandu. Ich glaube, Alabama, du brauchst auch noch einen Sherpa, ne? Du kannst rumlaufen. Du gehst da wieder hin. Du gehst dahin, dann kriegst du direkt einen neuen. Du gehst da wieder hin und kriegst direkt einen neuen. Laufen die Sherpas hier alle in der Gegend rum. Zack. Kannst wieder ein Gelände machen. Okay, Istanbul ist jetzt auch nicht zwingend eine Bergbaustadt. Asa hingegen wäre ganz schick. Peking wäre wahrscheinlich auch ganz schick. Egal. Ja, nun gut. Wie es ist. So, ja, ich wollte ja einen Berg mit dir suchen. 2, 3, die sind aber alle zu blöd. Dann gehen wir dahin. Wenn die ihre Fähigkeit nach und nach wiederkriegen, das wäre natürlich super stark. Ein Heerführer wurde von den Qing angegriffen. Das wiederum ist weniger super stark. Oh, oh.
ist ein Mörser. Ist die Frage gestattet, warum hier eine ganze Armee im Gebiet meines Verbündeten steht? Oder das ist eher blöd zu fragen? Wahrscheinlich gemein, ne? Was fragt man nicht? Opernhaus. Kultur und Sachen. Geringe Zufriedenheit? So, ja, du bist ein bisschen unzufrieden. Ja, gut. Kann ich nicht verstehen, aber ist ja in Ordnung. Man darf auch mal unzufrieden sein. Wenn das jetzt eine Stadt machen, dann wärst du glücklicher, aber muss auch nicht. Ne, gehen wir nach da. Aktion löst, lädt sich erst in einer Runde wieder auf. Na gut. Der. Dann brauchst du noch einen. Du kannst da mal bauen. Und dann mache ich meinen Gegner einfach eine Riesenfreude und baue überall diese Dinge auf jeden Berg. Jeden Berg, den ich finden kann, soll ein Bergkraftwerk zieren. Können ja auch noch eine Stadt gründen, ne? Hier sind 5 Ressourcen. Auch nicht wenig. Okay, wobei die 4 ignorieren wir auch schon. Noch gar keine so schlechten Ressourcen. Ein kleiner Zweig. Zentralismus. Haben ein Artefakt gefunden. Und das Problem, dass unsere Kürassiere hier kaputt geschossen werden. Da oben nochmal buddeln. Unsere Stadt vergrößern. Nur ja. 13,7. 6. Warte. 10. 23. 30. 34 Value. Hat ein so ein Ding. 34. Das ist schon auch nicht wenig, ne? Kann man jetzt auch nicht sagen. Globalismus, Sozialismus, Nationalismus. Ist doch auch alles egal. Hauptsache Italien. Opernhaus? Weißt du was, braucht doch endlich mal eine Börse hier irgendwo hin. Kaufhaus. Brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr unbedingt. Mein fremder Anführer ist Eisenbahnmagnat. Das ist ja auch Dölle. Die Sherpas sind schon... Das ist schon stark. Vier, 8, 3, 6. Glück. 4, 11, 6, 6. 3 Produktion ist schon gut und dann auch noch 3 Kultur. Da speedrunst du dieses Kulturgame. Krass, finde ich. Finde ich schon nicht schlecht. Du bist hier am Rumlaufen. Hier, geht da mal hin. Der Lümmel hat auf mein Feldgeschütz geschossen. Genauso. Seht ihr? Friedrich Schief hasst mich. Gustus liebt mich nicht mehr, weil du Demokrat bist. Ja, ist schlecht, Demokrat zu sein, das weiß man.
Wir handeln uns einfach wieder glücklich mit dir. Haben wir ein Artefakt gefunden. Die Stadt kann mal weiter wachsen. Die Stadt darf auch weiter wachsen. Wir entwickeln das Funkwesen für den Eiffelturm. Mal einen Hafen erfinden. Ein Wunder, du hast zumindest keins. Ich weiß gerade nicht, ob wir hier schon die ganzen Sherpa haben, die wir brauchen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hier ist ein Sherpa. Der Sherpa hat gerade gesherpert. Ne, es fehlt noch einer. Aber den kann Alabama ja auch bauen. Alabama, du bist jetzt auch mal wieder zur Stadt. Das ist ja langsam ein bisschen lächerlich hier. Und baue da mal ein Opernhaus, ein vernünftiges. Ein schönes. Du hast die Eisenhütte fertig, dann kannst du jetzt zur Militärakademie übergehen. Zusammenhang weiß ich nicht. Glaube ich keinen. Ja, unsere Allianz mit Augustus wird schlechter. Das verstehe ich. Also ich verstehe es nicht, weil er sollte uns lieben und nicht hassen, aber ja, tut er halt nicht. So, der Erkunder steht jetzt auch ein bisschen blöd in der Gegend rum. Gibt aber noch gelbes Artefakt. Irgendwo. Gibt auch noch ein orangenes Artefakt irgendwo. Das gelbe Artefakt bin ich aber nicht sehend. Da ist aber schon einer drauf. Dann, sehe ich gerade auch kein Naturwunder, wobei es müsste ja eigentlich einen ganzen Haufen geben. Hier gibt es nur eins, geht dahin. Schärfer gehen die Freiheit. Du auch. Du auch. Alle ein bisschen angegriffen, ne? Halt euch mal hier. Wir könnten hier natürlich auch die nächste Armee aufbauen, eigentlich. Oder können diese Armee da... Achso, du bist keine Armee. Dann können wir diese Armee irgendwo hinschicken. Wir finden hier das Artefakt. Finden hier einen Grund, da so ein Dings drauf zu setzen. Hier ebenfalls. Kriegen ein Friedensangebot. Ich nehme an von José. Oh, meinetwegen. Ist auch nicht so, dass ich irgendwie eine Stadt will oder so. Muss nicht. 1,6 finde ich gut. Wir können Party machen. Wir nehmen Wissenschaft. Und wir machen... Steht ja in Wissenschaft ein höheres Wissenschaftsattribut. Dafür kriegen wir weniger Kultur in Städten. Bin eigentlich... Ja, -5 Kultur in Städten. Wir haben fast 2000 Kultur. Jetzt auch nicht die Welt. Und unser Wissenschaftsattribut ist, glaube ich, relativ hoch. Sonst war es dumm. Wenn jetzt nur 1 ist, war das nicht so clever. Aber unser Wissenschaftsattribut ist 4. Naja, gut. Auch nicht so der Burner. Bei Gott, ein Museum oder Opernhaus macht den Malus schon wieder wett. Also. Er könnte sogar mehr als wett. Die Bichu hilft uns natürlich auch noch sehr, sehr viel weiter. Du bist ein Schärfer, du gehst nach hier. Du bist ein Schärfer, du gehst erkunden. Du auch. Und du.
Brauchst da deinen Dingeling. Jetzt habe ich hier noch einen Händler, der soll mal nach Chloe gehen. Und wir haben Augustus, der uns nicht liebt. Dem machen wir jetzt ganz viele Sachen. Naja, warte mal. Wir haben doch noch einen Händler. Der soll dann nach Kampala gehen. So, das sind die Dinge, die wir abschließen haben. Und Augustus ist von freundlich zu hilfreich. Das heißt, er sollte uns jetzt eigentlich auch mal wieder lieb haben. Zufriedenheit in der Hauptstadt ist natürlich immer schön, aber nicht immer leicht zu kriegen. Hier, du bist nicht so besonders glücklich, aber lachen. Ich gehe auf Wissenschaft oder sowas, wenn ich euch Sachen gebe, ne? Siedlung mit einem Hafen, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich eine Siedlung mit einem Hafen. Irgendwann mal, wenn ich den baue. Hier. Guck mal, du bist eine Siedlung mit einem Hafen. Ich kann noch eine Militärakademie irgendwo reinsetzen. Da wäre ich gar nicht schlecht. Am Bahnhof irgendwo reinsetzen? Fünf, 8. 8, 1. Opernhaus, ich kaufe dir jetzt alles, was du brauchst. So. Und dann gibt's Gold. Und ich kriege ein Artefakt. Archäologen hier ein Artefakt gefunden haben oder so. Keine Ahnung. In der Stadt besser heilen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, gibt es hier irgendwo Naturwunder, die ihr ausbuddeln könnt? Oder an denen ihr rumbuddeln könnt? Ja, tatsächlich. Wuchsang hast du uns auch, aber niemand ist da irgendwie aktiv an der Siedlung. So wie der Regen durch ein schlecht gedecktes Haus bricht, so dringt die Leidenschaft in einen unentwickelten Geist ein. Und mit diesen Worten und dem Bau des Doi-Sutep verlasse ich euch heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, ein Kommentar. Alles, was ihr wollt. Auch Kritik nehme ich entgegen. So ist es ja nicht. Bleibt nur sachlich, wenn es geht. Ja, wie gesagt, schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr als nächste Kombination vorstellen könnt. Es kommt ja auch irgendwann, aber ich glaube, es war erst im November, ne? Muss ich nochmal nachschauen. Das nächste größere Update inklusive DLC, also dem zweiten Teil des DLCs. Da kann man sicherlich auch noch was zusammenpuzzeln, vielleicht mit Genghis Khan und dann 3 neue Zivilisationen. Irgendwie sowas habe ich mir jetzt vorgestellt. Und ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.